Previously on the Campers Chronicles. Wir sind ja mit der Fähre gefahren von Lübeck-Travemünde nach Lettland. Wir fanden einen tollen Wildstellplatz mit Strand und Leuchtturm, sind dann weitergefahren Richtung Estland und übernachteten kurz vor der Grenze auf einem Solala-Campingplatz. Und jetzt geht's weiter nach Estland. Von unserem Campingplatz ging es nun weiter Richtung Estland. Das waren nur noch knapp, ich würde mal sagen 40 Kilometer und wir fuhren über die Grenze. Unser Ziel sollte ein RMK-Stellplatz sein, im Wald und am Wasser. Und um ein Haar hätten wir gar nicht bemerkt, dass wir über die Grenze gefahren sind zwischen Lettland und Estland. Und schwupps waren wir wieder auf einem Waldweg in Richtung unseres Stellplatzes. Und ich muss wirklich sagen, diese Waldwege sind teilweise besser als die Straßen bei uns zu Hause, lieber Herr Bürgermeister, falls Sie das hier sehen. So, und RMK ist tatsächlich die estnische Abkürzung für Riigiemeteasa Majandamisai Keskus, was so viel bedeutet wie das staatliche Forstverwaltungszentrum. Ich empfehle euch einmal auf die Webseite zu gehen und dort euch ein wenig umzuschauen. Ganz besonders von Interesse ist der Link zu der RMK-App. Die könnt ihr euch direkt auch von der Webseite runterladen, sowohl für iPhone als auch für Android. Und wenn ihr es bevorzugt, euch die App tatsächlich auf einem größeren Computerbildschirm anzuschauen, dann gibt es dafür auch eine Webseite, die ich nützlich finde, und ich verlinke euch das einmal unten in der Videobeschreibung. Und hier findet ihr alle legalen Stellplätze und weitere Informationen. Als nächstes geht es ja nach Saaremaa, und vielleicht suchen wir uns einfach mal auf diesem Wege schon einen Stellplatz, bevor wir losfahren. Alle Informationen zu dem jeweiligen Wildstellplatz oder Campingplatz findet ihr auf der Webseite, inklusive Bilder. Perfekt, besser geht's nicht. Der hier sieht ganz nett aus. Vielleicht fahren wir da morgen früh einmal hin und schauen uns das Ganze an. RMK, die machen's richtig. Und das ist ein typisches Beispiel für einen solchen RMK-Stellplatz. Im Hintergrund seht ihr eine überdachte Sitzbank mit Tisch. Neben unserem Auto eine offene Sitzbank, Picknickbank mit Tisch. Daneben eine Feuerstelle, wo man im Wald Feuer machen kann, inklusive Grillrost. Und dann natürlich phänomenal, direkt mit Blick aufs Meer. Last but not least, Plumpsklos gibt's auch, wenn es soweit ist. So, Zeit, die Drohne hochzuschicken und das Ganze mal von oben zu zeigen.
So, noch ein paar Fotos für das Familienreisealbum gemacht und dann soll es auch weitergehen. So, nach so viel Wildnis drängt es uns jetzt zurück in die Zivilisation. Wir fahren nach Pärnu, der estnischen Sommerhauptstadt. Schlendert mit uns durch diese süße Stadt. Ich lasse einfach mal laufen, ohne viel Gerede. So verbrachten wir einen halben Tag in Pärnu, hatten Lunch bei Rosie's und schlenderten durch die Stadt. Jetzt mussten wir einen Stellplatz finden, da hatten wir uns noch so gar nicht drum gekümmert. Aber RMK sei Dank, ich hatte da eine Idee und da fahren wir jetzt direkt. Kaum angekommen, ging auch schon die Sonne unter. Und wieder einmal ein fabulöser Sonnenuntergang. Und wie grandios dieser Stellplatz war, das seht ihr beim nächsten Mal.